In diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Begriffe der neuen Rechten vorstellen, damit ihr damit etwas anfangen könnt und nicht so leicht auf die Propaganda der Rechten hereinfallt. Denn hinter den schicken Begriffen steht nicht nur eine politische Agenda, sondern häufig auch ein rassistisches Menschenbild. Nummer 7: Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind ein Instrument zur Delegitimierung demokratischer Institutionen und dienen der Mobilisierung und Radikalisierung sowie der Legitimierung von Gewalt. Die Welt wird von Verschwörungstheoretikern in gute Opfer und böse Verschwörer gespalten. Letztere werden als Sündenböcke für die meisten Probleme der Gesellschaft diffamiert. Komplexe gesellschaftliche Probleme werden vereinfacht dargestellt und neue Feindbilder geschaffen, beziehungsweise alte Feindbilder werden reaktiviert. Die drei bekanntesten rechten Verschwörungstheorien sind der Great Reset und die Neue Weltordnung, QAnon und Umvolkung oder der große Austausch. Die Neue Weltordnung ist eine Abwandlung der bekannten Verschwörungstheorie über das Weltjudentum. In den antisemitischen Protokollen der Weisen von Zion, das zuerst Ende des 19. Jahrhunderts in Russland veröffentlicht wurde und mit für die dortigen Pogrome gegen die Juden verantwortlich ist, wird erstmals von einer jüdischen Weltverschwörung gesprochen. Eine jüdische Elite plane angeblich, die Macht in der Welt an sich zu reißen und wolle andere Religionen zerstören. Sie würde von Kriegen und Unruhen profitieren und dadurch ihren Einfluss auf Politik und Medien steigern. Sie strebe eine völlige Kontrolle über Medien, Finanzen und Regierungen der ganzen Welt an. Diese Theorie wird heute auf prominente Personen im In- und Ausland übertragen. Besonders während der Corona-Pandemie erlebte sie eine Renaissance, die als Plandemie bezeichnet wurde. Wahlweise sollte sie der Elite aus Amerika entweder als Ablenkungsmanöver dienen, um im Geheimen ihre Machtpläne in die Tat umzusetzen, oder sie war Teil der Verschwörung. Groteske Züge nahm diese Theorie mit dem Pizzagate an. Diese Theorie wurde von einer Gruppe namens QAnon in die Welt gesetzt und war am meisten in Amerika in Umlauf. Nach dieser Verschwörungserzählung hielt die amerikanische Elite angeblich Kinder im Keller einer Pizzeria gefangen und aus deren Blut Adenochrom herstellen, um für immer jung zu bleiben. Hier verbanden sich alte Verschwörungsmythen über die Juden, die christliche Kinder entführten, um mit ihnen Rituale durchzuführen und deren Blut zu trinken, mit modernen Sci-Fi-Elementen. Der Verschwörungsmythos von der Umvolkung oder dem großen Austausch ist dagegen vor allem hier in Deutschland beliebt. Diese Theorie behauptet einen geplanten Austausch der einheimischen deutschen bzw. europäischen Bevölkerung durch Migranten und Migrantinnen. Die Eliten Europas und Deutschlands arbeiten mit den großen Emigrationswellen im Syrienkrieg 2015 und seit dem Ukraine-Krieg 2022 systematisch an einem Austausch der Bevölkerungsschichten. Durch Reimmigration der bereits in Europa lebenden Menschen mit Migrationshintergrund soll dieser Austausch gestoppt werden. Wie ihr seht, werden rechte Verschwörungstheorien oft an aktuelle Ereignisse wie die Migrationskrise und der Ukraine-Krieg angepasst, behalten aber ihren grundlegenden antisemitischen und islamfeindlichen Kern bei. Das macht sie auch so gefährlich, denn sie bestärken bereits vorhandene Vorurteile und bieten einen ersten Einstieg in radikalere politische Ideologien, sozusagen als Einstiegsdroge.